Hallo und herzlich willkommen zu Mountain Mentor mit mir, David Göttler. Seit über 20 Jahren bin ich als Bergführer und Profi in den Alpen und Bergen der Welt unterwegs. Beim Wandern, Trekking, Bergsteigen und vor allem auf Expeditionen zu 6-, 7- und 8.000ern im Himalaya. Über all diese Jahre habe ich meine Ausrüstung und Taktik immer verbessert und will dir hier mit diesen Tipps und Tricks dein nächstes Abenteuer da draußen hoffentlich auch ein wenig einfacher machen. Heute zeige ich dir meine Bekleidungstaktik und wie ich das handhabe. Ich würde das mal mit keine Wechselbekleidungstaktik beschreiben. Das hört sich erstmal ein wenig komisch und nicht sehr sauber an, aber das muss es nicht sein. Lass mich dir erklären, was ich damit meine. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an The North Face, der Mountain Mentor erst möglich macht, und natürlich an dich fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefällt, bitte lass mir ein Like da und du würdest mir natürlich sehr helfen, wenn du den Kanal abonnierst. Wenn du keine Folge verpassen willst, aktiviere die Glocke. Einerseits habe ich ein sehr gutes und durchdachtes Schichtprinzip aus vielen Lagen mit dabei. Und nicht nur dabei, sondern versuche dieses Schichtprinzip auch möglichst effizient anzuwenden. Und andererseits habe ich mir es angewöhnt, wenn ich verschwitzt irgendwo ankomme, schon vor dem Ankommen darüber nachzudenken, wie ich hier am schnellsten wieder trocken werde, ohne den Base Layer oder was auch immer durchgeschwitzt oder ein wenig nass ist, auszuwechseln. Das Ganze ist dadurch entstanden, dass ich nicht immer extra Bekleidung zum Wechseln in meinem Rucksack den ganzen Tag oder sogar über Wochen mittragen wollte. Leichterer Rucksack heißt ja einfach mehr Spaß auf Tour. Und zweitens finde ich, dass leicht nasse Bekleidung am Körper auch am schnellsten und effektivsten wieder trocknet. Wenn ich einen nassen Base Layer zum Beispiel ausziehe und ihn dann nicht direkt in die Sonne hängen kann oder in einem Trockenraum in einer Hütte aufhängen kann, braucht er unglaublich lange, um wieder trocken zu werden. Auf Expeditionen oder in kälteren Temperaturen oder bei schlechtem Wetter auf Zelttouren wird er dann über Nacht manchmal sogar gar nicht trocken. Das ist super unangenehm. Da nehme ich es lieber in Kauf, die eine Stunde nach Ende der Tour oder im Abstieg einen wenig durchgeschwitzten Base Layer zu tragen, der dann aber sicher bald trocken ist. Ich glaube, das ist auch eine Gewöhnungssache, hier einfach diese maximal eine Stunde mit ein bisschen weniger Komfort zu verbringen. Und diese Stunde kann ich jetzt aber mit der richtigen Taktik noch sehr viel kürzer bekommen. Erstmal geht es natürlich vor allem darum, möglichst wenig zu schwitzen. Ich passe also dauernd meine Lage dementsprechend an. Hier gilt für mich die Devise, lieber mal ein bisschen zu frieren, als es zu warm zu haben. Einfach früher eine Lage auszuziehen, als dann anfangen zu schwitzen und erst, wenn alles schon nass ist, was auszuziehen. Außerdem achte ich bei meinen Schichten auf maximale Atmungsaktivität. Hier gibt es wirklich super gute Konstruktionen. Vor allem gefallen mir hier Styles, die an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Materialien verwenden. Zum Beispiel am Rücken weniger warm und sehr durchlässig, vorne aber eine Isolationsschicht drinnen haben. Und an den Armen auch wieder weniger warm. Mein Lieblingsstück hier ist zum Beispiel seit Jahren diese Weste aus dem Traillaufbereich. Am Rücken total durchlässiger Stoff und vorne Ventrix-Material zum Isolieren. Gerade wenn die Temperaturen niedrig sind, kann ich jedem nur empfehlen, vorne an der Brust zu schauen, nicht zu kalt zu werden. Das sieht man auch in Nepal, wo die Sherpas eigentlich immer mit einer Daunenweste rumlaufen, wenn die Trekker schon im T-Shirt rumspazieren. Der Trekker hat dann aber einen Husten von der Kälte und der Sherpa nichts. Seit ich mir das abgeschaut habe, dass eben meine Brust, wo ja die Lunge dahinter ist, immer schön warm bleibt, habe ich auch viel weniger von diesem Husten, dem sogenannten Kumbhakar. Dann habe ich im Moment am liebsten die Hardshell-Jacken und Hosen aus Futurelight Material. Hier habe ich eine Membran, der meiner Meinung nach wirklich sehr gut die Feuchtigkeit abtransportiert. Was ich in dieser Lage aber auch sehr wichtig finde, ist, einen Beinreißverschluss zu haben. Dieser erlaubt mir, die Hose einmal sehr schnell an- und auszuziehen, und außerdem benutze ich den Reißverschluss auch, um die Beine zu belüften, wenn ich das brauche. Schaut dann so aus.
Dasselbe haben wir auch in einigen anderen Hosen, wie zum Beispiel dieser Softshell-Hose, die ich super gern zum Skitouren oder zum Trekken benutze. In den Jacken brauche ich den Unterarmreißverschluss eher weniger meiner Meinung nach, weil ich die Jacke ja vorne aufmachen kann und auch hier leichter die Temperatur regulieren kann. Bei den warmen Schichten aus Daune bevorzuge ich mittlerweile die sogenannte 50-50-Konstruktion. Hier sind die Kammern aus Daune so verteilt, dass sich zwischen den Daunenkammern immer wieder Lufträume bilden. Dadurch ist das Ganze viel atmungsaktiver als eine Daunenkonstruktion, die durchgängig ist. Gerade wenn ich mich bewege, spüre ich hier echt einen krassen Unterschied, wenn es zur Atmungsaktivität kommt. Wenn ich aber sitze, stehe, eine Pause mache oder liege, sind die genauso warm wie die normale klassische Konstruktion. Dasselbe habe ich auch bei den Daunenhosen. Die Konstruktion erlaubt auch noch ein wirklich unglaublich kleines und kompaktes Packmaß und ist natürlich leichter. Wenn ich also weiß, ich komme jetzt bald an einem Hütten- oder einem Lagerplatz an, versuche ich schon mal im Kopf durchzugehen, wie ich eine nasse Bekleidungsschicht am besten und schnellsten trocken bekomme. Da stelle ich mir die Frage, ist es sonnig und ich kann da entspannt diese Lage irgendwo in kurzer Zeit trocknen, oder ist es schon minus 10 Grad und abends? Wenn dies der Fall ist, versuche ich so unterwegs zu sein, dass ich möglichst nicht mehr schwitze als davor und im Idealfall sogar weniger. Also eventuell sogar mal eine Lage ausziehe. Dann angekommen, muss ich an meinem Lagerplatz jetzt erstmal das Zelt aufbauen. Hier versuche ich schon das Maximale an Trockenzeit rauszuholen, indem ich auch wieder nur gerade so viel Lagen anhabe wie nötig. Ich bewege mich ja noch beim Zeltaufbauen, heißt, ich produziere noch schön Wärme und das nütze ich, um nasse Sachen am Körper zu trocknen. Wenn ich mich natürlich erstmal hinsetze und nichts mache am Lagerplatz, dann wird es mir sofort eisig kalt mit einer durchgeschwitzten ersten oder zweiten Bekleidungsschicht. Zusammenfassend kann ich hier nur sagen, einfach wirklich immer ein wenig vorausschauend unterwegs sein. Als Abschluss noch ein paar Worte zum Thema Mütze und Handschuh. Hier bin ich mittlerweile immer ohne einer richtigen, eigenständigen Mütze unterwegs. Warum? Weil an so vielen Bekleidungsschichten einfach eine Kapuze dran ist. Gerade an der Fließlage habe ich wirklich eine sehr gute, passende Kapuze dran, die ich viel lieber benutze als eine separate Mütze. Einzig ein leichtes, dünnes Stirnband habe ich noch mit dabei, wenn es eigentlich keine Mütze braucht, aber an den Ohren ein bisschen zu kalt wird. Und natürlich was gegen die Sonne, was auch immer wichtig ist. Bei den Handschuhen habe ich auch gerne ein Schichtsystem dabei. Einmal einen dieser dünnen Fingerhandschuhe, bei dem aber eine integrierte Gamasche mit dabei ist. Diese stülpe ich einfach über die Finger und den Daumen und zack, ist dieser Handschuh sehr, sehr viel wärmer. Das macht wirklich einen riesengroßen Unterschied. Und mit diesem Überzug kann ich auch noch ganz entspannt einen Stock halten, kann wandern, laufen oder Skitouren gehen. Klar, wenn es zu technisch zum Klettern wird, dann muss ich hier auf einen wärmeren Fingerhandschuh wechseln. Als nächste Ausbaustufe habe ich dann diese zwei Schichten dabei. Einen ganz leichten und sehr kleinen verstaubaren Daunenfäustling mit wiederum einem separaten, wasserdichten Futurelight Überhandschuh und dem Daunenhandschuh. Mit dieser Kombination kann ich meine Handschuhe immer an die richtige Temperatur anpassen, ohne 3 Paar unterschiedliche, klobige und schwere Handschuhe mit dabei zu haben. So, jetzt bin ich auf deinen Kommentar gespannt, solltest du hier noch Fragen oder eine Ergänzung haben. Teile dein System mit uns oder deine Tricks, so damit wir alle hier was lernen können. Und dann hoffe ich, hast du wieder einen Tipp hier mit aus der Folge mitgenommen, der dir bei deinem nächsten Abenteuer da draußen das Leben leichter macht. In diesem Sinne, viel Spaß und denk dran, never stop exploring und bis zum nächsten Mal bei Mountain Mentor mit mir, David.